wie Da Vinci. Freunde, willkommen zu meinem ersten Format Usko Talks. Mein erster Gast, mein Bruder Merchastowski. Grüß dich, mein Lieber. Willkommen, mein Bruder. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's auch sehr gut. Was macht deine Verletzung? Du warst jetzt verletzt, du warst ein bisschen länger raus. Ich war 2,5 Monate jetzt verletzt, aber Gott sei Dank geht's mir besser. Und was genau hattest du? Ich hatte einen Sehnenriss mit dem Oberschenkel, aber jetzt am Montag startet die Vorbereitung und da ist die nächste Kontrolle und dann kann ich hoffentlich in einer Woche durchstarten. Hoffentlich, Bruder. Du hast ja noch eine Saison Vertrag bei Slowacko. Genau. Wie war die Zeit jetzt bis jetzt für dich? Oh, wunderschön, ja. Also als ich von Österreich nach Tschechien gewechselt bin zu Slowacko, gleich in Europa dann durchgestartet in der Conference League. Waren super Erlebnisse, haben Geschichte geschrieben direkt, waren das erste Mal in der Vereinsgeschichte in Europa vertreten und haben eine gute Rolle gespielt. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt, weil wir quasi als Außenseiter in das Turnier reingestartet sind. Aber wir haben uns dennoch gut geschlagen, waren super Erlebnisse in Nizza, in Köln haben wir gespielt, in Belgrad. Also das sind Erlebnisse fürs Leben. Erstmal vorweg, ich war ja in Köln da, auch gegen Fenerbahce Europa League Quali. Das sage ich jetzt schon mal, das habe ich immer schon gesagt, mein Bruder. Aber das Gefühl, dich vor 40.000 in reinen Energiestadien zu sehen, war unglaublich. Ich war unglaublich stolz. Danke, lieber. Wenn man so denkt, was wir so vor ein paar Jahren noch von 50, 100 Leuten nicht mal gespielt haben und dann in ein paar Jahren sehe ich dich in Köln da Ja. europäisch spielen, ist schon Wir ein haben, kleines Gefühl. wir haben hart gearbeitet bis dahin, wa? Das stimmt, das stimmt. Kommen wir aber ganz zu den Wurzeln, ganz am Anfang. Wie, wo, wann hast du mit Fußball angefangen? Deine Jugendstation, erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang, auch dein berufliches Leben, weiß ich ja, aber die Zuschauer wissen das Genau, noch ja. nicht so. Nee, also ich habe mit 10 Jahren damals angefangen Fußball zu spielen und war halt in quasi ganz Hannover in den Amateurverein, kann man sagen. Aber ja, von Anfang an war das klar, war das Ziel klar, als Profifußballer durchzustarten und ja, quasi dann ich weiß jetzt nicht welches Jahr das war, aber ich dann bei Hesse gespielt habe, auch mit dir. Das war 2017, Genau, 18, genau, ja. bei Hesle SV und ja, wir haben eine super Saison gespielt. Nach einem Jahr bin ich dann, beziehungsweise wir, nach MTV Eintracht Celle gewechselt und In die Oberliga. genau, da hat halt dieser frühzeitige Karriereschritt in Anführungsstriche gestartet. Da waren wir jeden Tag auch nach dem Training trainieren zusammen. Kanalläufe, Intervallläufe, auch spät abends. Gym. Genau. Und ja, das hat uns viel weitergebracht. Und dann kam sehr aus Zufall einfach ein Berater, der eine offene Stelle bei Wacker Innsbruck hatte in Österreich, in der zweiten Liga als Linksverteidiger. Ein Linksverteidiger war gesucht. Und ja, dann kam der Kontakt auch durch dich zustande. Und da habe ich auch meine Sachen gepackt, bin direkt 2 Tage später nach Österreich gereist, hatte da ein einwöchiges Probetraining mit 2 Testspielen und habe voll überzeugt. Ich weiß noch, als der Berater, der hat mich angerufen. Gesagt, wo hast du diesen Jungen gefunden? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Spieler mit so einer Power gesehen. Das Ja, war krank. auf jeden Fall habe ich voll überzeugt, habe direkt den Profivertrag unterschrieben gehabt. In der Zeit habe ich auch meinen Meister angefangen, Maurermeister. Ja, du hast ja, Ja, ich hast habe ja deine ja, Ausbildung zu Ende gemacht. genau, genau. Damals habe ich meine Maurerausbildung erfolgreich beendet und dann habe ich gleich die Maurermeister angefangen und dann kam halt das Angebot zustande in Österreich. Aber wie war davor so dein Ablauf? So mit der Baustelle, wie war dein Tagesablauf? Also ich bin um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr war ich in der Firma und da war halt ja, einladen und dann direkt zur Baustelle, dann erstmal gearbeitet bis 16 Uhr, 17 Uhr und dann direkt von dort aus habe ich dich abgeholt von zu Hause und dann sind wir auch zum Training gefahren. Ähm, ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, finde ich, habe mich das viel stärker gemacht, also auch mental und physisch. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar. Damals habe ich auch eine gute Firma gehabt, also war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und dann immer zum Training, dann wieder nach Hause War und es aber dann eher so mental oder dieses Körperliche, was dich
mehr so beansprucht hat, so das durchzuziehen mit Arbeit, mit Fußball, dann nochmal außerhalb des Platzes privat nochmal was machen im Gym, Läufe? Also so? nee, ich habe gar nicht so viel nachgedacht über dieses Mentale, oh, ich muss jetzt arbeiten und so. Ich habe es eher genossen. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Und ja, aber da war auch der Plan so, es ist nie zu spät. Dann kam halt durch Zufall dieses Angebot rein, weißt du, und Schicksal. genau, ja. Und dann direkt eingegangen, überzeugt, Profivertrag unterschrieben und dann bin ich direkt nach Österreich ausgezogen. Was aber auch viele nicht wissen, das können wir jetzt auch so sagen, nach der Zeit bei Celle hatten wir beide quasi, was zwischen uns beiden, wer in die Regionalliga zu VV Hildesheim wechselt. Genau. Und der Trainer hat sich damals für mich entschieden, aufgrund dessen, dass ich einfach ein Mittelfeldspieler war und Mechas Linksverteidiger und die haben halt einen Zentrumsspieler gebraucht. Und danach kam erst diese Sache mit Wacker Innsbruck, also Genau. einfach Gottes Plan. Hätte er sich damals für mich entschieden, wäre ich jetzt bei Hildesheim. Also, Benjamin Duda, falls du das siehst, vielen Dank. Danke an Benjamin Duda. Nein, Ja. Spaß. Auch liebe Grüße an Benny, der mich auch Mechas sehr viel unterstützt hat und supportet hat, auch immer verfolgt. Aber ja, ich weiß noch ganz genau, als meine Mutter dann meinte, so, Gott hat ihm ein Fenster zugemacht, Genau, weil sie sich ja, für ja. mich entschieden, aber Gott wird ihm eine Tür öffnen. Und dann einen Tag später oder so kam der Anruf von dem Berater damals mit Wacker Innsbruck und Aber so ist das Leben. Wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 3 weitere, weißt du? Gott sei Dank ist alles so gekommen, Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah für alles. Ja, dann ging es zu Wacker Innsbruck. Testspiel gegen Liverpool gemacht, ich weiß noch. Genau. Aber zu der Zeit, ich war 2 Jahre in Innsbruck, hatte ich viel mit Verletzungen zu kämpfen, weil es für mich auch neu war, weißt du? Ich bin morgens aufgestanden zur Baustelle, da konnte ich ausschlafen und dann direkt zum Training. So. Das war auch eine Umstellung, eine große Umstellung. Und da hatte ich immer wieder kleine Wie Verletzungen. lange hast du so gebraucht, damit du dich so quasi an diesen Profitum gewöhnst? Boah, bestimmt ein Jahr. Also ein halbes Jahr, ein Jahr bestimmt. Und ja, da hat es nicht so richtig funktioniert. Ich hatte meine Spiele auf jeden Fall, aber viele Verletzungen. Und ja, dann war der Verein hatte finanzielle Probleme. Und da habe ich meinen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Weil der Messer abgesprungen ist, ne? Ja, irgendwie so, aber ich werde nur die positiven Sachen im Kopf haben auf jeden Fall, weil der Verein mir echt viel gegeben hat. Und direkt nach meiner Vertragsauflösung war halt dieser Asien Cup von der U23 von Irak. Ja. Da wurde ich einberufen und Wie kam das so zustande, beziehungsweise wie kommt da so eine Mail oder wird der Ja, Verein genau. kontaktiert? Wie ist das so, wenn die Nationalmannschaft einen beruft und was ist das für ein Gefühl, so wenn dein Land... genau. Also vorher auf Instagram habe ich schon viele Gerüchte gehört und so von vielen irakischen Fans, dass ich einberufen werde und sowas. Und als dann wirklich die E-Mail kam zu meinem Verein und zu mir, ist natürlich voller Stolz, weißt du. Das war schon immer mein Traum, so Nationalspieler zu werden für das Land meiner Eltern. Und ist auf jeden Fall ein wunderschönes Gefühl gewesen. Und auch bei jedem Spiel jetzt in Irak, das ist unglaublich, ich kann diese Gefühle nicht beschreiben. Darauf kommen wir noch, Ja. weil ich denke, das ist der besonderste und schönste Part von diesem ganzen Interview für dich, aber auch für mich. Du bist zum Asien Cup für die U23 Genau, geflogen. ja. Wie war es da so, die ersten Eindrücke, wie war es mit den Spielern, wie haben die dich direkt aufgenommen? Also die haben mich sehr gut aufgenommen direkt, also sehr familiär auf jeden Fall. Und damals war der Trainer Miroslav Surkov auch ein Tscheche. Auch sein Staff war komplett aus Tschechien und ja, wir waren sehr gut in Kontakt, also haben mir sehr viel Vertrauen gegeben. War direkt Stammspieler als Linksverteidiger, wir haben sehr gut performt und dann im Achtelfinale leider gegen Usbekistan sind wir ausgeschieden im Elfmeterschießen. Auf jeden Fall in dem Spiel sind wir auch einzeln in Führung gegangen durch den Elfmeter. Das Stadion war. Genau. Wo war das Turnier nochmal? In Usbekistan. Ja, genau, das war in Usbekistan und wir haben Achtelfinale gegen Usbekistan gespielt. Und da haben die früh eine rote Karte gesehen. Da hatten wir einen Elfmeter, haben den reingemacht. Und direkt beim Jubel, das waren 50.000 Fans, glaube ich, Usbeken, die haben einen Stein auf uns geworfen. Wir sind direkt wieder zur Mittellinie gelaufen. Unser Kameramann hat einen Stein abbekommen, er hat voll geblutet und sowas. Also das ist natürlich unschöne Szene im Fußball, aber so, ich habe mich gut gefühlt so dabei, weißt du? Ich habe schon immer davon geträumt, so, wenn jemand mich abwürgt und mich verflucht, weißt du, auf dem Spielfeld. Ich mag Das motiviert ja, einen. unnormal, wirklich. Und ja, dann Elfmeterschießen leider ausgeschieden und da stand ich erstmal ohne Verein da, weil danach war ja Sommerpause und
Ja, mein damaliger Nationaltrainer, der Miroslav Sukol aus Tschechien, der war ja damals bei Slowacko Sportdirektor und auch Trainer und heißt, der hat sehr gute Kontakte da bis heute und der meinte zu mir, ich glaube, dieser Verein würde dir echt passen und auf jeden Fall geh da mal hin, guck dir das mal an. Und dann war ich 2 Wochen, also bei dem Verein, auch mit 2 Testspielen, zweiwöchiges Training und war sehr, sehr gut. Also ich habe auch direkt performt und auch der Trainer hat sehr viel in mich gesehen und er hat mir sehr viel Vertrauen gleich am Anfang angegeben und die Spieler haben mich auch direkt willkommen geheißen. Ja, also da sind auch ein paar deutsche Spieler. Der Michael Kadlec zum Beispiel, große Legende, war bei Leverkusen, Fenerbahce. Sehr bodenständiger Typ, hat mir von seit Tag eins geholfen mit dem Übersetzen, weil nicht jeder Englisch spricht dort und Liebe Grüße auch an Michael Kadlec. ja, ganz große, Das kann sie cutten. ganz schöne Grüße. Liebe Grüße an Michael Kadlec. Ja, wirklich viele Grüße an ihn. Wir sind bis heute in Kontakt. Wir waren jetzt vor kurzem noch in Hamburg. Ja. Und ja, Ich erinnere mich an das erste, nee, das war nicht das erste Testspiel, aber so das erste große Testspiel dann gegen Trabzonspor. genau. Für mich ist es immer was Besonderes, wenn du spielst. Ich gucke immer zu, das weißt du. Dann hast du direkt so performt, hast die Spieler, die ich so seit Jahren in der Super League sehe und kenne und verfolge, in deine Hosentasche. Sind die noch hier? Wiska? Nein, nein, die sind draußen. Die sind draußen. Ja, in die Hosentasche gesteckt. Dann kam die Europa League Qualifikation. Erstes Jahr bei Slowacko, direkt europäisch. Für mich ein geisteskrankes Gefühl, ein immer noch unbeschreibliches Gefühl. Und was habe ich dir da gesagt, bevor die Auslosung in der Stadt fand? Du hast das Gefühl, Fenerbahce wird kommen. Fenerbahce wird kommen, ich bin ein großer Galatasaray-Fan und dann kam auch Fenerbahce und das heißt für mich, mein Bruder geht zu meinem Erzrivalen, zu unseren Erzrivalen und für mich, ich glaube, das war bis jetzt mit dem Asien Cup das heftigste Gefühl, was ich jemals hatte in meinem Leben. Ja, das stimmt. Vor 40, 50.000 in In Kadıköy. Istanbul, ja. Also komplett, wir sind eingelaufen zum Aufwärmen, jeder pfeift. Wie war die Stimmung, wie war das Boah, Gefühl geil, so? also war richtig geiles Gefühl. So. Ich feiere sowas, wenn die uns auspfeifen und sowas. Und viele große Spieler da gewesen, weißt du. Aber nimmst du das als Spieler, diese Atmosphäre auch im Spiel wahr? Nein, nein, nur beim Aufwärmen habe ich die wahrgenommen und dann im Spiel bemerkst du nichts. Also komplett voller Nein, nein. Fokus, bis im Tunnel. Nur als wir das Gegentor bekommen haben, war es ein bisschen laut. Aber erste Minute, nee, war das doch, das war erste Minute, wo du direkt Ja, Pfosten genau. geworfen hast, rechts. Ja, das war in der ersten Minute und 30 Sekunden, glaube ich. Mit rechts gegen Pfosten geschossen. Ich dachte mir, nein. Ja, ich weiß auch davor, vor dem Wenn der Spiel, reingegangen ist. die größte türkische Zeitung Hürriyet hat über dich berichtet. Genau, ja. Gefährlichster Spieler von Slowacko, Doski. Wir müssen auf ihn aufpassen. Ich blende das nochmal hier ein. Das war auch für mich ein geisteskrankes Gefühl. Dann ich gehe so auf Twitter, schreibe Merkas Doski in Dings und die Türken schreiben, also ihr müsst wissen, in der Türkei ist halt Twitter so das Ding. Und er war fast so in den Trends, jeder schreibt Doski, Doski, wir müssen auf den aufpassen, der ist schnell, so gefährlich. Und ja, krankes Gefühl. Auf Aber jeden dann Fall. kamt ihr in die Conference League, Fenerbahce ist weitergekommen. Genau, die haben im ersten Spiel 3-0 gewonnen in Istanbul und dann zu Hause haben wir 1-1 gespielt. Und ja, dann waren wir in der 4. Qualifikationsrunde gegen AEK Stockholm. Und im ersten Spiel bei uns heim haben wir die 3-0 weggehauen und im Rückspiel dann haben wir 1-0 dort gewonnen. Das heißt, wir waren somit sicher in der Conference League. Und dann, ich kann mich noch erinnern, Gruppenauslosung haben wir im Stadion geguckt, weißt du? Und als dann Mannschaften wie Köln, Nizza und Partizan Belgrad da waren in unserer Gruppe, Bombengefühl. Ich glaube, Köln war das geilste Gefühl, so nach Deutschland zu kommen. Ja, ja, genau. Hier Landesliga, Oberliga gespielt. Dann kommst du nach 2 Jahren zurück nach Deutschland und spielst international in der Conference League gegen Köln. Ja, das war brutal, wirklich. Und deine ganze Familie ist da. Ja, Was war das für ein Gefühl? so unglaublich, aber so, ich weiß, ich kann die Sachen bis heute nicht realisieren. Da hattest du auch in der ersten Minute eine Chance. Ja, wirklich. Boah. Immer nach Anstoß. Aber was war das für ein Gefühl so? Ich war ja im Stadion. Digga, du hast ja gesehen, wie ich reagiert habe. Das kannst du auch einblenden. Das kann ich vielleicht auch einblenden. Ich konnte mich nicht zurückhalten, wenn es so um Fußball und um ihn geht, bin ich richtig emotional. Ja, Und als sie da so eingelaufen sind mit der Mannschaft zur mit der Zeremonie, Choreografie. mit der Choreografie, ich gucke mich um, 40.000, 50.000,
Schals, Choreografie um den ganzen Block. Dann läuft er da so ein. Ich musste so ein bisschen weinen. Und sein Bruder hat das so ein bisschen geheim gefilmt, Coco. Ja. Das blende ich aber auch hier ein. Weil ich schäme mich nicht um Aber wir meine. waren sehr gut im Spiel. Weißt Ja, du, ich war es war Linksflügel, gut Spiel. Ja, ich war auf dem offensiv. Flügel, genau offensiv gestartet und ging dann nach 2 Ecken direkt in den Rückstand 2:0. Haben dann sehr gut aufgeholt nach der Halbzeit, direkt das 2:2 gemacht und dann aus dem Nichts noch 2 weitere Gegentore bekommen. Obwohl wir besser im Spiel waren dann in der zweiten Halbzeit und ja, auf jeden Fall, da sieht man, man zahlt noch viel Lehrgeld. Das war das erste Jahr europäisch in dem Club und ja, war ein super Erlebnis auf jeden Fall. Und dann kam das, wovon du als Kind immer geträumt hast. Genau, ja. Die A-Nationalmannschaft, Genau. die Berufung. Das ist nochmal klar, wenn die U23 dich einberuft, ist was anderes als wenn. Genau, genau, So, genau. was war das für ein Gefühl, so wenn du wirklich da ankommst und sagst, ey, ich hab's geschafft, ich spiele für mein Land. Total, wenn du mal überlegst, so wer da damals gespielt hat, diese Legenden Yunus Mahmoud kennt man, der Stürmer, der uns auch 2007 zum Asien Cup Titel geschossen hat. Dann ein Ali Adnan, mit dem ich auch zusammen gespielt habe, ein super Mensch, Ali Adnan, kenn ich Super auch von linken der Fuß. Super League, Ja, auch aus genau. Sudanese, Serie A. ein super Typ auf jeden Fall. Ich kann diese Gefühle nicht beschreiben, wirklich. Das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall füllt dich das voller Stolz. Und da sind auch die ein oder anderen Tränen in der Familie geflossen. Aber ja, ist doch schön, sowas zu sehen. Und ja, dann hatten wir ja auf jeden Fall so halt Freundschaftsspiele, viele kleine Turniere. Kolumbien. Genau, in Kolumbien, ja. In Spanien waren wir da. Boah, die ersten 2 Minuten, wir haben Tiki-Taka gespielt mit Hacke raus und nochmal für Seite verlagert. Ich dachte, okay, wir werden 3-4-0 gewinnen vielleicht. Was ist hier los? Einfach die laufen mit der Quadrado läuft von links nach rechts. Die ganze Zeit. Auf jeden Fall haben wir super Spiele abgeliefert im Mestalla-Stadion und waren halt auch nur Kolumbien-Fans. Aber was war das für ein Gefühl, dass du siehst, diese ganzen Spieler, die du all die Jahre so über Fernseher siehst, Quadrado, Davinson Sanchez, David Luiz, Genau, David Luiz? Luis Diaz. Luis Diaz. Also David Luiz Diaz. So, all die Jahre guckst du und dann sind das auf einmal deine Gegenspieler. Genau. Du stehst vor dir. Also geht man da mit so einem gewissen Respekt da so ran oder denkst du dir so, ist egal, wer Nein, jetzt kommt? nein. Also klar, Respekt vor den Namen und alles, was sie geleistet haben, aber sobald du auf dem Spielfeld bist, gibt es keinen Respekt mehr. Das habe ich auch gesehen, dass du keinen Respekt hattest, Nein, auf jeden Fall, guck mal, wie du damals, dir angelaufen bist. damals im Fernsehen, als ich diese Spieler gesehen habe, so dachte ich mir, okay, wow und so, dies und das, die sind brutal. Aber dann, wenn du dann gegen die spielst, dann ist das nichts so, du denkst dir nicht mehr, boah, die sind zu gut, sondern du kannst da locker mithalten, weißt du? Ja. Deswegen war das dann so, hä, okay, nichts Besonderes so mäßig. Und auf jeden Fall war da auch mein erster Trikottausch. Weil ich bin ein Typ, ich frage ungern nach Trikots, wirklich. Ungern nie. Nie. Er macht nicht einen einzigen Trikottausch. Ja, wirklich. Das war aber mein erster Trikottausch mit Jefferson Lerma. Wir stehen auch bis heute in Kontakt bei Instagram. Ab und zu schreiben wir uns und auch ein super Typ gewesen. Auf jeden Fall haben wir da 1:0 verloren. Aber ja, das ist alles Erfahrung, die man mitnimmt. Ja, Erfahrung fürs Leben. Nicht nur Erfahrung, das sind so Erinnerungen, die für immer bleiben werden. Genau. Aber nicht nur für dich, auch für dich, für uns, für deine Familie. So, dass Ja, das, genau, auf wenn wir jeden dann Fall. im Stadion sind oder vorm Fernseher sitzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und wenn man denkt, wo er angefangen hat, wo er jetzt ist, wo er noch hinkommen wird, hoffentlich, inshallah. Das ist ja erst der Anfang. Ich glaube dran. Und ja, aber ich denke für dich, für uns, das Highlight deiner Karriere, kann ich glaube ich sagen, Asien Cup. Ja, Asinka war Ohne Wenn und Aber. Also egal gegen Nicht wen zu du beschreiben, im wirklich. Clubfußball gespielt hast, Asien Cup für dein Land, dann noch so performt. Leider unglücklich ausgeschieden, aber das war ja quasi so ein Heimturnier. Ich war ja auch in wirklich, Katar. Wirklich. In Doha, ja. Da waren so viele Iraker. Man dachte, wir sind in Irak. Ja, Und unsere Fans haben übernommen die Stadt, wirklich. was war das so für ein Gefühl, da anzukommen? Du siehst die Fans. Also wir waren im Teamhotel und immer in der Lobby sind halt so viele irakische Fans. Auch wenn wir kurz als wir zum Stadion gefahren sind, rausgegangen aus dem Hotel, weißt du, da waren auch nur Iraker, haben uns gepusht, haben geschrien, haben gesungen, weißt du, und da hast du automatisch so ein Adrenalinkick, sag ich mal. So, sobald du dann das Spielfeld betrittst, dass du da dein Leben lässt. Und wir haben auch Japan geschlagen, 2:1.
Das war auch. Wir sind durchmarschiert in der Gruppe und dann kam halt Jordanien im Achtelfinale. Und dann lagen wir auch 1:0 im Rückstand und da war ich erstmal auf der Bank. Und dann auf jeden Fall bin ich reingekommen in der 50., 60. Minute. Haben das Spiel auf 2:1 gedreht und dann kriegen wir wegen Torjubel rote Karte, was keiner bis heute versteht. Und das hat uns voll aus dem Spiel genommen. Vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir keine rote Karte bekommen hätten, dass wir noch 1, 2 Tore gemacht hätten. Aber dann kam es so, wie es kam. Und da haben wir noch spät, ich glaube 95. und 93. haben wir 2 Tore kassiert. Dann sind wir ausgeschieden und Aber ich kann sagen, ihr könnt da mit breiter Brust, Kopf hoch aus dem Turnier rausgehen, wie ihr da performt habt, vor allem gegen Japan. ja, Ähm, aber dieses Spiel sitzt bis heute ganz tief im Herzen. Ne? ja, war unglücklich, aber letztendlich ist leider der Fußball so. Man nimmt es mit, man lernt draus oder geht einfach draus, aber man muss da seine Schlüsse ziehen und weiter geht's. Fürs nächste Turnier, jetzt fürs WM-Quali einfach, habt ihr quasi eine Erfahrung mehr und Genau, ja. Auf jeden Fall, das Highlight war auch das Japan-Spiel. Also, wir sind da als Außenseiter reingegangen, Einlauf. Und jeder war sich ziemlich sicher, dass Japan gewinnt, also die Fans und halt drumherum. Aber wir haben immer dran geglaubt, haben die 2:1 weggeschlagen. Und die da haben wir ein Atmosphäre Zeichen dort, gesetzt. die Atmosphäre dort. Du warst ja im Stadion. Ich war ja im Stadion, Ja, ja. könnt in meinem Blog nochmal sehen. Ja, Nach dem zweiten Tor haben haben Männer, die 50 Jahre alt sind, geweint auf den Tribünen, auf den Rängen. Das war ein unfassbares Gefühl. Also vor allem der Fußball im Irak hat eine. Das ist so das Einzige, was die Leute so. Wo die dran glauben, weißt du? das ist halt nicht nur Sport, es ist auch Hoffnung einfach. Genau, genau. Also Hoffnung für das ganze Land. Vor allem, wenn du dann siehst, so dass ich habe ein Video, das habe ich mir auch letztens nochmal angeguckt, als ich hierher geflogen bin. Boah, das ist unglaublich, wirklich. Da sind so halt nach dem 2:1-Sieg gegen Japan auf den Straßen von Irak. Da sind ältere Frauen mit Kopftüchern, Mütter. Da sind alte Menschen, die weinen, die tanzen. Jeder, wirklich unglaublich, wirklich, dieses Video. Was muss das für ein Gefühl sein, wenn man weiß, ein ganzes Land, ein ganzes Volk Ja, ist hier wirklich. so auf deinen Schultern. Der Support ist wirklich nicht zu beschreiben. Ey. Vor allem, die pushen dich. Ich krieg täglich, weiß ich, wie viele DMs und Nachrichten und Story-Erwähnungen. Nicht nur du. Ja, wirklich. Ja. Aber es ist wirklich unglaublich, wirklich. Immer dankbar. Aber Also, wirklich Herzensmenschen auch, wie die uns in Katar empfangen haben, die Familie. ja, wirklich. Und auf den Straßen immer, wenn jemand uns gesehen hat, ob wir was brauchen, ob wir was trinken wollen, essen wollen, das ist nicht selbstverständlich. Ja, das stimmt wirklich. Also, ich bin den Fans sehr dankbar. Support mich bis zum Tod, wirklich. Und natürlich gibst du dann als Spieler alles auf dem Platz und lässt dein Leben auf dem Platz. Wortwörtlich. Ja, wirklich. Nur um sie glücklich zu machen. Sie haben viel erlebt im Irak und wir wollen denen halt ein bisschen Hoffnung schenken. Ja. Und hoffentlich werden wir auch die WM erreichen. Wir sind sehr gut dabei. Wir sind durchmarschiert jetzt in der Gruppe mit 5 Siegen und 18, weiß nicht, 6 Siege oder 5 Siege. 6 Siege, 18 Punkte. 18 Punkte. Jetzt sind wir in der nächsten Gruppe und Also quasi wird das jetzt nochmal ausgelost. genau, es sind Wer- 6 Teams in der Gruppe jetzt. Ja. Die Auslosung ist am 27. glaube ich. Ja. Wir sind in Pot 2. Hin- und Rückspiel oder nur Hinspiel? Hin- und Rückspiel. Und die ersten beiden kommen halt sicher zur WM. Der Drittplatzierte hat noch so Playoff-Games und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben einen sehr guten Kader, wir haben ein sehr gutes Team. Der Trainerstaff ist unglaublich, also komplett spanischer Trainerstaff. Wirklich, wir haben sehr viel Ahnung, auf jeden Fall macht sehr viel Spaß. Und ich bin mir ziemlich sicher. Mal gucken. Ich habe auch ein gutes Gefühl, weil, wie gesagt, die Gruppenphase durchmarschiert, aber nicht nur so einzeln, sondern souverän. Ja, Die ganzen wirklich. Spiele waren glasklar. Wir haben 2 Gegentore dominiert, bekommen ja, insgesamt, 6 Spiele. dominiert, fußballerisch überragend. Ja, wirklich. Ne? Deswegen, inshallah, das wäre natürlich, wie lange ist es her jetzt, das Irak? Ich glaube 1986, also knapp 45 Jahre, 46 Jahre. Boah, das wäre natürlich sehr schön, auch für das ganze Land natürlich. Die WM ist, glaube ich, in Amerika, Kanada Genau. und Mexiko. Ich glaube in 3 Ländern auf jeden Fall. Ja. Was für ein krankes Gefühl, in Ja, die Staaten wirklich. zu fliegen. Wegen der WM. Das wäre krank. Ja, Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich, Bruder. gerne, Bruder, erzähl. Bezüglich deiner Karriere. Welches Spiel war so dein Highlight-Spiel bis jetzt in deiner Karriere? Sagen wir mal einfach so Clubfußball und Nation. Also Clubfußball muss ich sagen,
Boah, das Köln-Spiel auf jeden Fall, Fenerbahce, war unglaublich. Vor allem, weil ich viele türkische Freunde habe, auch du bist Galatasaray-Fan. Also, das hat mir sehr viel bedeutet. So Köln und Fenerbahce würde ich sagen, also Clubseite und halt Nationalspiele, das ist sehr schwer. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, wirklich. Alle Spiele waren unglaublich. Das Ding ist, sobald wir ein Länderspiel haben, da ist jedes Spiel besonders. Ja. Du läufst da ein mit der Nationalhymne, ganzen Fans singen mit. Allein wenn du schon landest im Irak. Ja, wirklich. Da beginnt alles, wirklich. Also unglaublich. Also Länderspielseite ist wirklich jedes Spiel. Ja. Jedes Spiel würde ich da sagen. Ähm, Aber das Japan-Spiel würde ich herauspicken. ja, würde ich auch sagen. Ja. Weil 100%. allein so Underdog, Ja, Favorit, genau. von Namen her, Ja. das war schon extrem. Das ist das Schöne am Fußball. Du kannst jeden schlagen. Wonder. Okay, wer war der unangenehmste Gegenspieler bis jetzt? Wo du so sagst, also was ich so gesehen habe, nach meinem Dings würde ich sagen, das war ein richtig geiles Duell bei beiden Spielen. Ich habe es extrem gefeiert, außer Istanbul. Ja. Von Fener. War ein sehr starker Spieler. Ich feiere ihn wirklich sehr. Wir hatten sehr starke Duelle. Ja, ich meine, ihr seid ja beide so Spieler, die komplett so rangehen. Ja, wirklich. Körper an Körper, Schulter an Schulter, ziehen, zerren, alles Er gemacht. ist auf jeden Fall dabei. Wer noch unangenehm war, Nicolas Pepe. Achso, Bei ja. Nizza hat er gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wo er spielt. Trabzon. Kann sein, ja. Spielt in Er war Nizza. auch sehr unangenehm. Arda Güler. Mit denen hast du auch ein paar Zeit. Ja, genau. Im Rückspiel dann. Bei uns zu Hause war auf meiner Seite, aber war jetzt nicht unangenehm. Man kann nicht so sagen, Ja. so auf jeden Fall. Hat auch nicht so viele Aktionen. Ja, wurde dann noch zur Halbzeit rausgenommen. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, oder? Ja, aber ein sehr talentierter Spieler, ne? Der war da, glaube ich, 16, 17. 17. Ich Ja. glaube 17, ja. Ja, deswegen, aber auch sehr talentiert, muss man sagen. Osai Samuel auf jeden Fall, also sehr starker Spieler. Osai, Bro. Ich just need this. Ja, DM me. Das war geil, ich schwöre. Du hast ihn auch einmal krank getunnelt. Ja, aber er ich pfeift glaub, nicht. Nein, ich glaube, Kameramann hat da. Nee. Irgendwer war noch davor. Ja, unser Spieler Kalawischka Ja, stand vor der Karawischka Kamera. ist davor gekommen. Man hat Ich nicht tunnel ihn, er haut mich um, der Schiri pfeift nicht. So, oh mein Gott. Jetzt hinterherlauf. Was ist dein persönliches Ziel? Ich würde sagen, die WM zu erreichen, an erster Stelle jetzt und dann halt Champions League zu spielen. Ne? Das, Champions worauf League. man als Kind träumt. Was denkst du, was ich machen würde, wenn du Champions League spielst und ich im Stadion bin und du diese Hymne da singst? Was denkst du, was ich machen würde? Wie würde ich reagieren? Du wirst, du wirst auf dem Boden liegen, glaube ich. Also ich würde einfach, glaube ich, weinen. Weinen Einfach und 90 sterben. Minuten lang, ich würde weinen sterben. Das wäre so, für mich ist die Champions League so höher als WM. natürlich. Aber nein, für dich nicht, für mich. WM ist ganz klar. Deswegen, Ja. das wäre für mich, glaube ich, so, dann kann ich so unter meinem Leben so einen Haken machen. Alles erreicht. Ja, inshallah. Schauen wir mal. Jetzt zuletzt noch an die irakischen Fans, an die irakische Community, die dich supporten, die auch mich supporten. Vielen Dank an dieser Stelle. Now for the Iraqi community, for the Iraqi fans, a message from Mechas. Yeah, go on, bro. Yes, really, big thank you to you all. Your support is amazing from day to day, and even when I entered Basra, it's amazing. Really, even here in Germany, the many Iraqi fans are coming to me to take pictures, and it makes me very proud. And I'm thankful for everything, and I hope we will reach together the World Cup and keep believing. Thank you. Danke für deine Zeit, mein Bruder. Ich danke dir, Bruder. Ich bin froh und stolz, die erste Folge von Usko Talks mit meinem Bruder zu machen. Immer wieder gerne. Aber wir haben noch was für euch. Und zwar, das Trikot kommt weg, das kann ich nicht verlosen. Das ist vom Asien Cup. Es tut mir leid, das ist meins. Aber das getragene Slowacko-Trikot von letzter Saison, das werden wir verlosen. Sehr gerne, ja. Mit einer Unterschrift. Du kannst hier einmal unterschreiben. Schaut schon mal an.
Am besten damit. Wo, auf der Rückseite? Wie Ja, du ne? willst. Ja, machen wir auf der Rückseite. Halte mal. Ich zieh das mal so stramm. Willst du hier? Ja. Perfekt. Danke dir, Bruder. Sehr So. gerne. Also, das Gewinnspiel werde ich dann bekannt geben auf Insta. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, das wollte ich schon immer sagen. Liken und auf Insta nochmal folgen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank übrigens an meine Sponsoren Autozentrum Schrebler, dass wir hier einmal drehen durften und Özürfa Hannover am Steintor. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video.